Seit die Menschheit zum Nachthimmel aufblickt, haben wir uns die tiefgründigste aller Fragen gestellt. Sind wir allein? Wir haben Sonden zu fernen Planeten geschickt, auf Signale von den Sternen gelauscht und durch leistungsstarke Teleskope geblickt, alles in der Hoffnung, eine Antwort zu finden. Aber wonach suchen wir genau? Wenn wir davon sprechen, außerirdisches Leben zu finden, suchen wir nicht nur nach kleinen grünen Männchen. Wir suchen nach der Grundlage des Lebens selbst. Und auf der Erde ist diese Grundlage auf einem einzigen, unscheinbaren Element aufgebaut. Dies ist eine Geschichte über Chemie. Es ist eine Reise auf atomarer Ebene, um zu verstehen, warum alles bekannte Leben, jede Pflanze, jedes Tier, jedes Mikrobe, untrennbar mit dem Element Stern, Kohlenstoff, Stern verbunden ist. Aber ist das eine kosmische Regel oder einfach nur ein glücklicher Zufall für unseren Planeten? Ist es möglich, dass Leben ohne Kohlenstoff existieren könnte? Und wenn ja, wie könnte es aussehen? Das ist eine fundamentale Frage in der Astrobiologie. Und die Antwort könnte fremdartiger sein, als Sie es sich vorstellen können. Der erste und entscheidendste Grund ist die unübertroffene Vielseitigkeit des Kohlenstoffs bei der Bindung. Ein Kohlenstoffatom besitzt Stern 4 Valenzelektronen, was bedeutet, dass es Stern 4 unglaublich starke, stabile kovalente Bindungen eingehen kann. Das mag wie ein einfaches Detail klingen, aber es ist der Schlüssel zu allem. Stellen Sie es sich so vor, als hätte man Stern 4 Hände, die bereit sind, sich mit einer Vielzahl anderer Atome zu verbinden, einschließlich anderer Kohlenstoffatome. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ihm, nicht nur einfach, sondern auch Doppel- und sogar Dreifachbindungen zu bilden. Diese Fähigkeit, verschiedene Arten von Verbindungen einzugehen, erlaubt es dem Kohlenstoff, als zentrales Gerüst für eine immense und vielfältige Anordnung von Molekülen zu fungieren. Im Gegensatz zu anderen Elementen, die in ihren Bindungsmöglichkeiten begrenzt sind, ist Kohlenstoff der ultimative Verbinder, der in der Lage ist, komplizierte und komplexe Strukturen mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zu bauen. Aufbauend auf seiner Vielseitigkeit ist der zweite große Vorteil des Kohlenstoffs seine Fähigkeit, unglaublich komplexe und komplizierte Moleküle zu bilden. Indem er sich mit sich selbst und anderen Atomen verbindet, kann Kohlenstoff lange, stabile Ketten und komplexe Ringe schaffen, die als Rückgrat für die wichtigsten Moleküle in der Biologie dienen. Dies ist die Grundlage der Stern 4 wichtigsten Makromoleküle des Lebens. Kohlenhydrate sind lange Ketten von Kohlenstoff, die Energie speichern, während Lipide mit ihren komplexen Kohlenstoffstrukturen Zellmembranen bilden und als eine weitere Form der Energiespeicherung dienen. Proteine, die Arbeitstiere der Zelle, sind lange Ketten von Aminosäuren, die jeweils auf einem zentralen Kohlenstoffgerüst aufgebaut sind. Schließlich sind Nukleinsäuren wie DNA und RNA, die den genetischen Code für alles Leben enthalten, komplexe Polymere mit einem zentralen Kohlenstoffgerüst. Im Wesentlichen ist Kohlenstoff das Gerüst, auf dem alles Leben aufgebaut ist. Die Komplexität, die für ein lebendes System erforderlich ist, um Informationen zu speichern, Reaktionen zu katalysieren und eine physische Struktur aufrechtzuerhalten, ist ohne ein Element, das in der Lage ist, diese riesigen dreidimensionalen molekularen Architekturen zu bilden, einfach nicht möglich. Der dritte Grund ist ein perfektes Gleichgewicht aus Stabilität und Flexibilität. Die Bindungen, die Kohlenstoff bildet, werden oft als in der Goldlöckchenzone befindlich beschrieben. Sie sind stark genug, um komplexe Moleküle in der dynamischen, wässrigen Umgebung einer Zelle zusammenzuhalten, damit sie nicht einfach auseinanderfallen. Aber sie sind nicht so stark, dass sie nicht gebrochen und neu gebildet werden können. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend für den Stoffwechsel. Der eigentliche Prozess des Lebens, Energie aufnehmen, neue Moleküle aufbauen und alte abbauen, erfordert Bindungen, die manipuliert werden können. Wenn die Bindungen zu schwach wären, würden sich all unsere Moleküle auflösen. Wenn sie zu stark wären, wären all unsere biologischen Reaktionen unmöglich. Die Bindungen des Kohlenstoffs sind Stern genau richtig Stern und ermöglichen eine Chemie,
die sowohl langlebig als auch dynamisch ist. Der letzte Schlüsselfaktor ist die Stern-Stern-Häufigkeit Stern-Stern. Während die einzigartigen Eigenschaften des Kohlenstoffs sein Hauptvorteil sind, ist er zufällig auch eines der häufigsten und am leichtesten verfügbaren Elemente im bekannten Universum. Kohlenstoff wird im Stern-Stern-Kern von Sternen-Stern-Stern erzeugt und ist ein wichtiger Bestandteil von Planeten und kosmischem Staub. Er ist überall. Die Tatsache, dass Kohlenstoff sowohl chemisch perfekt als auch kosmisch häufig vorkommt, bedeutet, dass er von den frühesten Momenten der Entstehung unseres Planeten an für das Leben leicht verfügbar war, um sich zu entwickeln. Warum ist Silizium kein guter Ersatz für Kohlenstoff? Bevor wir dazu kommen, tun Sie mir einen Gefallen und drücken Sie den "Gefällt mir"-Button, wenn Ihnen dieser tiefe Einblick in die Chemie des Lebens gefällt. Das hilft uns wirklich sehr. Und wenn Sie genauso neugierig auf das Universum und all seine Geheimnisse sind wie wir, abonnieren Sie uns, damit Sie unser nächstes Video nicht verpassen. Das Element Silizium hat eine ähnliche Elektronenkonfiguration wie Kohlenstoff, weshalb es oft als potenzielle Alternative betrachtet wird. Ein genauerer Blick auf seine chemischen Eigenschaften zeigt jedoch, warum es höchst unwahrscheinlich ist, dass es Leben, wie wir es kennen, unterstützen könnte. Siliziumatome sind größer als Kohlenstoffatome. Und dieser Größenunterschied hat erhebliche Folgen für die chemische Bindung. Die Bindungen, die Silizium mit anderen Siliziumatomen eingeht, sind viel schwächer und weniger stabil als die Bindungen des Kohlenstoffs. Diese Schwäche erschwert es Silizium, die langen, komplexen Ketten und komplizierten Ringstrukturen zu bilden, die für den Aufbau biologischer Moleküle wie Proteine und DNA unerlässlich sind. In einer wasserbasierten Umgebung würden diese siliziumbasierten Ketten einfach auseinanderbrechen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Kohlenstoff- und der siliziumbasierten Chemie ist, was passiert, wenn sie oxidieren. Wenn lebende Organismen auf der Erde Kohlenstoff verstoffwechseln, ist das Hauptabfallprodukt Kohlendioxid, ein Gas, das leicht ausgestoßen werden kann. Im Gegensatz dazu bildet Silizium, wenn es oxidiert, Siliziumdioxid, ein Feststoff, auch als Sand bekannt. Für eine theoretische Lebensform wäre der Versuch, einen Feststoff wie Sand auszuscheiden, unglaublich ineffizient und potenziell unmöglich, was zu einer ständigen Ansammlung von Abfall führen würde, die den Stoffwechsel zum Stillstand bringen würde. Die Fähigkeit des Kohlenstoffs, Einfach-, Doppel- und sogar Dreifachbindungen einzugehen, verleiht ihm die Vielseitigkeit, eine große Vielfalt von Molekülen mit unterschiedlichen Formen und Funktionen zu schaffen. Silizium hingegen ist weitaus weniger geneigt, Doppel- oder Dreifachbindungen einzugehen. Diese begrenzte Bindungsfähigkeit würde die Anzahl und Komplexität der Moleküle, die erzeugt werden könnten, stark einschränken, was es schwierig machen würde, die für das Leben erforderliche Vielfalt zu erreichen. Siliziumverbindungen sind auch sehr reaktiv mit Wasser. In einem Prozess namens Hydrolyse würden die langen Ketten von Siliziumatomen bei Kontakt mit Wasser auseinanderbrechen. Da flüssiges Wasser als das wahrscheinlichste Lösungsmittel für Leben im Universum gilt, ist diese Eigenschaft ein großes Hindernis für siliziumbasiertes Leben. Während das Universum unzählige Möglichkeiten für Leben bereithalten mag, machen die grundlegenden chemischen Eigenschaften von Silizium es zu einem fehlerhaften Kandidaten für die Schaffung der komplexen, dynamischen und stabilen Strukturen, die zur Unterstützung des Lebens notwendig sind. Während Kohlenstoff in unserem Teil des Kosmos also die Oberhand behält, ein wahres Zeugnis seiner einzigartigen und perfekten Chemie, ist das Universum ein sehr großer Ort. Unsere Suche nach Leben hat gerade erst begonnen. Und während wir weiterhin nach flüssigem Wasser und der Signatur von Kohlenstoff suchen, hofft ein kleiner Teil von uns, etwas so radikal anderes zu finden, das all unsere Vorstellungen davon, was es bedeutet, lebendig zu sein, in Frage stellt. Was denken Sie also?
Könnte siliziumbasiertes Leben auf einer Welt mit einer ganz anderen Chemie existieren? Oder ist Kohlenstoff wirklich das einzige Element mit den perfekten Fähigkeiten, um Leben zu schaffen? Wenn dieses Video Ihre Neugier geweckt hat, ziehen Sie bitte in Betracht, den Abonnieren-Button zu drücken und uns ein Gefällt mir zu geben. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr Inhalte wie diesen zu erstellen.